Die Schnitte wollen noch ein wenig ergänzt werden um ein paar Höhenkoten und Vermaßungen. Da sucht man sich dann die entsprechenden Werkzeuge raus. Ich bin inzwischen in die Konstruktion gegangen, weil ich hier alles zur Konstruktion und auch zum Beschriften und Vermaßen habe. Okay, jetzt erst einmal ein paar Maßketten, Maßlinie. Ich check die Eigenschaften, weil ich alle Texte gleich haben möchte mit 2,5 mm Schrifthöhe, 1,25 Breite, Schriftsatzareal, was man ebenso braucht. Okay, die Maßketten sind einmal die Wandhöhe, Stockwerkshöhe, Rohbaumaß, Geschosshöhe, Fertigmaß. Die erste Maßkette liegt hier und die soll mir einfach nur den Abstand vom Gelände bis zur Wandhöhe hier oben vermaßen. Passt. Die nächste Maßkette lasse ich mir hier anordnen. Es gibt ja hier in den Eigenschaften bei den Eingabeoptionen diesen Maßlinienabstand. Das ist der automatische Maßblockabstand, der hier rot angedeutet wird bei der vertikalen Maßkette. So, dann nehme ich mal die Rohbauhöhen mit, Fundament, Rohbaudecke. Irgendwelche Ecken halt anklicken, wo man die Punkte findet. Rohbaudecke. Und dann haben wir hier nochmal die Rohbaudecke. Je nachdem, wie man es einpackt. Einen Kamin nehme ich auch noch mit. Und dann kommen noch die Fertighöhen. Das lasse ich mir auch anzeigen. Da gehe ich auch hier wieder los. Und dann gehe ich von Ecke zu Ecke, um an die Fertighöhen hier ranzukommen. Gut, Escape, Escape. Der Maßkette bringe ich auch noch per rechte Maustaste einen weiteren Maßlinienpunkt bei. Den Schornstein nehme ich hier auch nochmal mit. Gut. Dann ist alles dabei, was die normalen Maßketten braucht. Alle üblichen Höhen soweit vermaßt. Und das Ganze dann auch noch mit ein paar Höhenkoten versehen. Gut, dann ist noch die Höhenkotenvermaßung dran. Hole ich mir, ich mache eine assoziative Vermaßung, das heißt, ich muss Eckpunkte fangen, denn die Assoziativität geht vor allem auf die Eckpunkte, vertikal übereinander. In den Eigenschaften stelle ich mir das alles ein, kein Symbol am Referenzpunkt, weil ich eine Rohkotenvermaßung schön übereinander haben möchte. Gut, Text checken, schaut richtig aus, 2,5 auf 1,25. Das sieht auch gut aus mit den Vorzeichen, Eingabeoptionen passt auch zueinander. Hier arbeite ich ein bisschen kleiner. Symbol will ich jetzt auch nicht am Referenzpunkt haben, weil sonst, wenn man das anklickt, sind die Referenzpunkte bzw. die Symbole genau dort, wo man hinklickt. Will ich jetzt nicht haben. Okay, die Höhenkoten sollen exakt hier durchlaufen, deshalb klicke ich ungefähr hier hin. Dann will Allplan einen Bezugspunkt mit bekannter Höhe haben, den Basiswert der Höhe gebe ich hier ein. 0 habe ich schon, dann klicke ich eine Ecke irgendwo an, wo die Höhenquote plus minus 0 ist, hier zum Beispiel. Dann packe ich die Vermaßung rein, die jetzt kommt, und dann klicke ich die jeweiligen Ecken als Referenzpunkte an, die ich da haben möchte. Rohfußboden hier, Rohfußboden da. Ich glaube, ich mache die Maßkette fertig und verschiebe sie dann noch ein bisschen, weil hier eine Höhenquote roh ist, ein bisschen ungünstig. Dann nehme ich jetzt noch die Ecke mit. So. Unterseite roh gleich fertig. Ist jeweils die Decke. Ja, unter der Bodenplatte. Bleiben wir mal bei dem hier. Unterseite Fundamente noch. Was könnte man noch brauchen an Höhenkoten für Roh? Eigentlich nichts mehr. Das haben wir soweit alles. Escape, Escape, Escape. Und ich habe mich im Nachgang dazu entschlossen, die Maßlinie zu verschieben. Da wähle ich das Werkzeug, wähle hier Maßlinie verschieben aus.
Klick die Höhenkoten am besten am Spitz an, dann sind sie ausgewählt und verschiebe sie von hier nach einer Stelle, wo das ein bisschen sinnvoller ist. Escape. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Fertigkoten, vor allem für die Innenräume. Das heißt, nochmal eine Höhenkotenvermaßung. Alles dasselbe. Die Fertigmaße, die werde ich jetzt an der Stelle abgreifen. Oder sagen wir mal hier abgreifen, wo die Maus steht. Da klicke ich also hier hin, dass es hier durchgeht. Dann muss ich wieder den Bezugspunkt mit der +-0 Höhenquote abgreifen. Vielleicht wieder hier an so einer Ecke. Und dann wähle ich mir hier die Fertigmaße aus. Fertigquote oben. Klicke die zugehörigen Referenzpunkte an. Der Kamin kann auch noch mit. So, dann habe ich soweit alles angeklickt. Was man noch so alles mit braucht, aber das sind mal die wesentlichen Höhenquoten, die man hier nutzen kann. Escape. Wegen dem Plus verschiebe ich hier aus optischen Gründen diese Höhenquoten, die ich anklicke, von hier an ticken weiter nach links. Gut. Offensichtlich brauche ich doch noch ein paar kleine Ergänzungslinien. Bei den Fundamenten könnte noch eine gestrichelte Linie ganz gut tun. Normalerweise lässt man sich gestrichelte Linien vielleicht als verdeckte Kante reinrechnen, aber vielleicht braucht man auch bloß eine verdeckte Kante, deshalb mag hier jetzt einfach eine gestrichelte Linie 0,25 gestrichliert, vielleicht für irgendwelche anderen Darstellungen mit einem dunkelgrauton einbauen und der Layer mag über Auswählen von den Linien auch noch irgendwie von den Fundamenten kommen. Muss ich kurz suchen. Fundamente allgemein, Flachgründung, Tiefgründung. Ich nehme Fundamente allgemein. Dann ziehe ich mir hier einfach ergänzenderweise noch eine Linie rein, die ich an dieser Stelle dann doch ganz gut brauchen kann. Escape. So, hier oben ist der Kamin vermaßt, allerdings ein bisschen in der Luft schwebend, und für Einzelfälle wie das hier, wenn es um eine Maßhilfslinie geht, gibt es doch auch in den Werkzeugleisten oder im Kontextmenü ein Werkzeug dazu. Rechtsklick drauf, Maßhilfslinien modifizieren. Man stelle sich vor, dass hier ein Maßhilfslinienpunkt genau drunter liegt. Den wähle ich aus und dann verschiebe ich ihn von hier, Klick, Richtung Kamin und einen kleinen Ticken davor. Dann ist das auch mit erledigt. Und dann hat die Vermaßung hier Hand und Fuß. Im Großen und Ganzen kann der Schnitt AA dasselbe auch nochmal brauchen. Da wechsle ich zurück. Ich stelle mir mal das Bild hier zentral dar. Und dann mache ich die Teilbildliste auf. Dann ist noch Schnitt A dran. Doppelklick auf die Nummer. Dort vermaße ich das auch gleich. Vielleicht ergänze ich vorher noch schnell ein paar Linien. Denn die Linien sind die Fundamentlinien, welche strichliert und entsprechend grau sein sollen. Die verdeckten Linien zeichne ich von hier nach hier. Escape. Wenn ich hier mal die Bodenplatte anfahre, sieht man, dass hier das Loch für das Stützenfundament auch noch da ist, aber unsichtbar. Mit ein bisschen Zielwasser könnte ich die Punkte fangen. Mit der Linie hier. Hier fängt ein Punkt. Mal schauen, da ist auch einer. Gut, ergänzt. Dann kommt die Vermaßung dran. Vermaßung mit der Maßlinie, vertikal, assoziativ. In den Eigenschaften stimmt noch alles. Auch der Abstand. Gut. Dann vermaße ich mal hier rechts am Schnitt die Wandhöhe. Packe ich hier hin mit einem Klick von Geländekante bis hierhin. Und den Schornstein nehme ich auch noch mit. Escape. Ausrichten. Die Rohbaudecken vermaße ich jetzt hier mit. Und dann kommen noch die fertigen Stockwerkshöhen. Fundament nehme ich mit, Unterkante Platte und Oberkante Fertigfußboden. Hier nehme ich es von innen mit, Oberkante Fertigfußboden. Und hier auch von innen und Oberkante dieser Ausbau und der Schornstein noch. Check, passt. Dann kommen noch die Höhenkoten, welche ich mal hier reinpacke.
Höhenkoten, vertikal, assoziativ, in den Eigenschaften checken, ob alles stimmt. Stimmt von vorhin noch, okay. Die Höhenkoten sollen ungefähr hier liegen. Für die Rohbauwerte habe ich hier hingeklickt. Man kann auch hier den Bezugswert mal auf minus 0,15 ändern und dann eine bekannte Höhe auf dem Rohfußboden anklicken. Achtung hier. Und dann natürlich mit den Rohbodensymbolen arbeiten. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Na, jetzt habe ich es gefangen. Rohkote unten könnte dann noch hier reinpassen, passend zum Fundament. Dann haben wir noch Roh gleich fertig unten. Einmal hier an der Ecke und einmal hier für die Decke. Okay, passt. Mehr braucht es nicht. Noch ein paar Fertigkoten nebendran, also einmal Escape. Naja, das stimmt ja eh schon alles. Die neue Maßkette kommt hier hin. Den Bezugspunkt mit seinem Basiswert setze ich wieder an eine Ecke, wo minus 0,15 liegt. Dann wird umgestellt auf Fertigkote oben. Einmal diese Ecke, Schornstein nehme ich mit. Dann noch diese Ecke. Okay, na, die eine Ecke habe ich verfehlt. Diese Ecke. Gut, passt. Brauchen wir sonst noch was? Nein. Nein, doch. Fertigkote unten. Könnte in dem Fall hier noch ganz gut passen, wegen dem Ausbau. Jetzt kann man hier diskutieren, ist das Roh gleich fertig, weil ich hier Roh und hier drüben Roh gleich fertig habe. Weil ich an der Stelle bin, möchte ich das als Rohkote ansetzen. Sprich Doppelklick drauf mit der linken Maustaste, um so eine Maßkette zu ändern. Beim Ändern mit Doppelklick erhält man nämlich den Karteireiter-Abschnitt Punkt, wo man durchblättern kann. Und das Ding, was rot ist, ist das, was bearbeitet wird. Hier konkret auf Rohkote geändert wird. Okay. Bisschen besser. Dann brauche ich nochmal wieder die Maßhilfslinien. Rechtsklick auf den Spitz drauf. Maßhilfslinie modifizieren. Die Maßhilfslinie hat eine Länge von 0. Die klicke ich hier unten an. Jetzt ist sie ausgewählt und dann modifiziere ich sie von hier nach da drüben. Vielleicht sogar mit einem X-Abstand, den ich unten mit mit 0,1 eingebe, ohne Enter. Dann kann ich die Ecke anklicken und die Maßhilfslinie endet 10 cm davor. Ach, das kann ich hier unten auch nochmal brauchen. Die Maßhilfslinie wähle ich aus und verschiebe sie von hier nach da drüben mit dem X-Abstand wieder, den ich ohne Enter eingebe und die Ecke anklicke. Escape. Sieht doch ganz nett aus. Dann braucht es noch ein paar Beschriftungen fürs Obergeschoss und fürs Erdgeschoss. Text horizontal soll ungefähr hier beginnen. Schrift Arial 5 mm, 1,25, check, passt. Obergeschoss, na, OG. Auf die Farbe habe ich nicht geachtet, dann mache ich das jetzt. Besser, okay. Im Erdgeschoss könnte der Text hier gut reinpassen. EG, passt. Escape. Diese Texte brauche ich im anderen Schnitt auch nochmal, deshalb markiere ich die beiden Texte jetzt mit gedrückter Steuerungstaste. Dann Steuerung C für die Zwischenablage. Teilbildliste aufmachen, Doppelklick auf Schnitt B. Per Steuerung V mal die Texte einfügen. Passen die hier so rein? Nö. Dann packe ich das mal nebenan hin. Unter dem Verschieben-Werkzeug gibt es nämlich ein schönes Werkzeug zum Ausrichten, um die Texte linksbündig auszurichten, wenn ich beides selektiere. Linksbündig, sehr gut. Dann nutze ich noch Verschieben, markiere die Texte, verschiebe die hier rein. Wo haben die Platz? Hier, hier. Ich glaube, hier gefallen sie mir ganz gut. Da platzieren und dann vielleicht nochmal das Bild zentrieren, um diesen oder jenen Schnitt zu kontrollieren. Schnitte, Ansichten sind soweit fertig. Damit ist das Gebäude, grob gesagt, im Großen und Ganzen durchgeplant. Dann werden in den nächsten Kapiteln Sachen zur Planbearbeitung folgen.